Oh shit. Los, durch da. Stell dich auf. Was machst du, Mann? Ich will das aufmachen. Was steht da? Du darfst nicht aufgeben. Ja, das war jetzt, also mit Aufgeben hatte das gerade wenig zu tun. Ich fand eben auch, das war eigentlich schon relativ fies, weil man ja in der... Ich saß gerade einfach... Wenn man schon gecornert in der Falle. Aber ist das Ding jetzt wieder da, wenn du jetzt um die Ecke gehst? Weil du kommst ja hier noch nicht weiter. Ach, das ist dieses wir sind Tor. Auf der anderen Seite. Okay. Und das lässt sich auch nicht bewegen. Ist das Ding jetzt da oder nicht? Nee. Ist das mies? Gut, hier ist ja eigentlich nix, oder? Also, weil hier bist du ja eben schon lang. Ich muss in den Lagerraum. In den Glasraum. Aber bis hierhin reicht die Fackel schon. Cool. Die kam ich auch nicht dran. Genau, da brauchen wir die Säure. Rechts oder links? Ist rechts da eine Fackel nicht an oder ist das eine leere Halterung? Okay. Leer. Ja, links. Genau, und wenn du gleich wieder da, wenn du da vorne links gehst, da haben wir den anderen vorhin gefunden. Genau. Genau, weil rechts ist ja diese Wendeltreppe. Ja. So, und der war in der linken Zelle. Ja. Die Tür ist offen. Ja, dann ist der da anscheinend nicht mehr. Ich hoffe. Nee, sonst hätte der dir schon mit der Musik mitgeteilt. Also denn die spawnen die wirklich. Das ist jetzt meine feste Theorie. Oh, da drunter kann man sich bestimmt gut verstecken. Nee, ich komme ja nicht runter. Ich bin ja schon geduckt. Ja. Selbstverständlich. Öl! Kostbares Öl! Bestes Öl. Oh, Tinderboxen. Beste Tinderboxen. Ist da noch rechts unter dem anderen Bettgestell was? Oder kann man sich da einfach nur verstecken? Oder einfach gar nichts machen? Okay. Bam. Hey, aber immerhin hatten die Gefangenen solche Bettgestelle, ne? Aber echt? Da Also kenne ich Schlimmeres. Weil ich kenne das eigentlich sonst so aus irgendwelchen Mittelalter-Szenarien, dass die dann irgendwie auf Stroh oder sowas dann schlafen. Mach bloß die Tür zu. Mach die Tür zu. Warum ist das rot? Lies schnell das Ding, dann kommt wenigstens nichts. Ja, ne? 1839. Ist das I feel like I have fled the world and all its worries. Brennenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten. Ja, ich würde es gern vergessen. To the hidden Xanadu. Oh Mann, ey. The Baron is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters and is not man sieht dich fast gar nicht hier. Ja, wieso? Man sieht mich doch. So, ist viel besser. Nur weil da die Buttons sind, heißt das ja da die Buttons. Ja, aber du bist mehr in der Nähe, in der Mitte. Okay. Na gut. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. In time für was? Junge, frag dich das doch mal. In time, um richtig Party zu machen. Checker, checker, yeah. Fakey Bett. Fakey Burg. Fakey Burg, ey. Ich finde es auch so geil, dass man die Türen auch so langsam öffnen kann. Na, soweit ich weiß, ist es wirklich so, dass halt Gegner dich geräuschtechnisch ja wahrnehmen. Ja.
Und wenn du halt die Tür so langsam aufmachst, dass sie das nicht so schnell mitbekommen. Ist jetzt halt die Frage, ob hier überhaupt noch einer ist, ne? Aber du solltest vielleicht lieber aufstehen, dass du schnell wegrennen kannst. Ja, wenn ich geduckt bin, sehen die mich doch schlechter. Achso, ja gut, stimmt. So, was von Vorteil wäre. Achso. Lagerraum. Da ist eine Fackel. Oh, eine Treppe. Ich hasse Treppen in diesem Spiel. Treppen sind nichts Gutes. Da hinten ist wieder eine Ich frage mich sowieso, wie dieses Spiel eigentlich aufgebaut ist oder diese Burg. Ich habe tatsächlich mal eine zusammengesetzte Map gesehen. Echt? Ergibt keinen Sinn. Dachte ich mir. Also darüber haben sich die Entwickler jetzt nicht so einen Kopf gemacht, dass das in sich stimmig ist. Finde ich aber nicht schlimm. Da ist das Glasgefäß, was wir brauchen. Ich muss zugeben, ich finde das furchtbar. Echt? Mach die Tür bitte erst zu. Nee, aber ich fände das viel cooler, wenn das wirklich so einen vernünftigen Grundriss ergäbe. Ja. Also weil ich denke mir auch so, eigentlich kann es nicht so schwer sein, so ein Level zu designen, so dass es mit den anderen nicht kollidiert. Ja, stimmt. Soll ich den schon? Ich wollte ihm sagen, guck erst noch, ob es irgendwelche anderen Sachen gibt. Und für den Fall, dass du irgendwas hier triggerst. Stell am besten die Tür erstmal mit Kisten zu. Ja, irgendwie eigentlich schon. Das hier verwirrt mich gerade. Was ist das? Denn? Eine Ratte? Ach, Ratten. Oder mehrere Ratten vielleicht? Die große hier kann ich leider nicht. Aber öffnen, oder? Oh! Blut! Geil. Siehst du, das hätten wir jetzt voll verpasst. Ich weiß, ich bin hier etwas rabiat, aber ich brauche das, um meine Panik zu überspielen. Ich muss dann einfach ein bisschen Adrenalin ausschütten oder was auch immer. Damit ich hier nicht ganz so ausflippe. Ja, sieht ja erstmal so ruhig aus. Mhm. Jetzt müssen wir in die Küche zurück, jetzt, ja? Genau, jetzt wieder in die Küche und dann an den Punkt, wo wir vorhin gestorben sind. Oh, die Tür wäre nach außen aufgegangen. Ja, dann räum die Kisten lieber weg, falls du da wieder reinrennen musst. Omi? Bist du's? Ist das übel? Ja. Kann man bitte diese Geräusche hier lassen? Ich glaube, es war ambientes Sound. Nein, renn weg, renn weg, renn weg. Und Tür zu. Quatsch. Und ducken. Also ich höre die Musik. Ich auch. Dann trinke ich erstmal was. Trink doch mal was. Du behältst die Tür im Auge. Wenn jemand reinkommt, dann lieber Daniel behält die Tür im Auge. Oh Gott, ey. Ich finde, dass sie diese, ich sag mal, Verfolgungsmusik, Ja. die ist auch so furchtbar subtil, dass, jetzt ist es glaube ich weg, aber dass du dir halt auch so Mühe geben musst, herauszuhören, okay, ist es jetzt safe oder nicht? Ja, also und es ist wirklich anstrengend einfach. Ich habe ja auch das Gefühl, dass mir hier mein Kopf da auch ganz schön Streiche spielt. Das war halt geil, als wir damals, siehst du, das habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Man kann ja die Save-Dateien bearbeiten, Ja. prinzipiell. Also dir Öl und Leben, geistige Gesundheit und so weiter halt alles verändern. Ja. Was man aber auch machen kann, an euch da draußen, das ist nur für euch jetzt, ihr könnt, obwohl ich weiß nicht, ob es mit der Steam-Version, ob Steam da vielleicht was dagegen hat, aber Das stimmt. ansonsten prinzipiell könnt ihr in die Dateien reingehen. Also, wo ist das abgespeichert? Weiß ich, C-Programme, Steam-Apps, Common und dann irgendwo steht Amnesia. Und da drin sind auch die Sounds irgendwo. Das heißt, die Hauptmenümusik, die Musik, die jetzt hier im Hintergrund läuft, der Windeffekt, die Fackeln, auch die Gegner. Und hoppla. Röstzwiebeln. Wer kennt's nicht? Und
Die sind alle, also die haben natürlich alle einen speziellen Namen und die sind in einem, was ist das, OGG-Format, weiß gerade nicht, wofür das steht, sind die abgespeichert. Und was ich damals mal gemacht habe dann, ich habe mir diese Verfolgungsmusik, die man jetzt hier so ab und zu mal hört, also dieses Trommeln, bla, Ja. die habe ich sozusagen aus diesem Ordner rausgenommen, hatte dann, ich glaube, das Benny Hill Theme mir genommen, Ja, genau. hatte es genau, also das Wichtige ist, ihr müsst die Datei genauso benennen Ja, und hab dann das Benny Hill Theme, ich höre was, ich auch. hab das Benny Hill Theme genommen, ja, und genau wenn diese Musik kam dann stattdessen halt das Benny Hill Theme und das hat das Spiel um einiges natürlich lächerlicher gemacht und aber auch einfacher, weil man hat natürlich gehört, wenn dieses Ding losging, also wenn der Sound losging, wenn Hat er der die Tür Sound... kaputt gemacht? Ich habe keine Ahnung, ich hoffe nicht. Ich guck da nicht so hin. Fuck. Da kriegt er dich nie. Fuck. Ich glaube, ich habe ihn eben noch gehört. Ja. Naja, ich erkläre es mal weiter. Ja, und das hat das erträglicher gemacht, weil man hat natürlich sofort gehört, wenn jemand in der Nähe war, weil dann ging halt dieses Benny Hill Theme los. Und man kann natürlich auch die Monster-Sounds dann ändern in... Alter, keine Ahnung. Was kann man da... Was sind unsere Tipps dafür, Butch? Was? Lustige Soundeffekte, die Monster dann machen. Ich habe alles Lustige in meinem Leben verloren. Ach so. Vergessen gerade. Ich weiß nichts mehr. Ja, keine Ahnung. Also drauf gekommen bin ich, weil ich irgendwann mal ein YouTube-Video gesehen hatte. Da hat jemand... die Musik ist noch nicht vorbei. Die Musik ist noch nicht vorbei. Hör auf damit. Jetzt. Nein. Ja, aber er kommt klar gerade. Okay, jetzt ist er weg. Ja, ein Video gesehen, kann ich vielleicht auch dann verlinken, wo jemand halt den Sound geändert hat aus irgendeinem anderen YouTube-Video, wo dann Doppelklick, echt? Ich bin echt ein Volltrottel. Oh. Ja gut, laut Hanum haben wir ja eigentlich ganz gut, würde ich behaupten. Ja. Also eigentlich, prinzipiell sind wir ganz gut in dem Spiel. Ich meine, wie oft sind wir bisher gestorben? Zweimal. Einmal abgestürzt. Das ist okay. Einmal kaputtgeschlagen, oder? Ja, das abgestürzt war halt mal ungeschickt und das kaputtgeschlagen, gut, hatten wir dann verdient. Ja. Ja, jedenfalls, er hat die Sounds da gewechselt und dann haben halt die Monster sowas gesagt, so, also böse Schimpfwörter, so wie You fucking piece of shit, I'm going to kill you und so, aber halt irgendwie in einer lustigen Art und Weise. Und also, wenn euch das Spiel zu gruselig ist, ich glaube, hatte nicht Lena mal sogar erwähnt, dass sie das angefangen hatte zu spielen? Ja, ich glaube auch, ja. Lena, Tipp an dich. Beste Grüße. Ey, wechsel einfach die Sounddateien aus. Du wirst eigentlich echt viel Spaß haben bei diesem Spiel dann. Das war witzig. Und dann mach einfach das Gamma ganz hoch, Ja, sodass es auch nicht mehr dunkel ist und dann kann man das Spiel, glaube ich, kann man das gut überleben. Die 999 Tinderboxen und 1 Million Lampenöl und dann... Genau, ist und dann das- läufst du ja einfach in... Also es ist trotzdem noch ein bisschen... Ja, ich habe, glaube ich, was gehört. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man hier was hört oder nicht. Also man hört ja schon, ob es ein Monster ist oder halt nur irgendwas anderes, aber es war schon so ein... Nee, ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Rechts rum. Nein, wir müssen rechts rum. Sicher? Nö. Warte mal, was steht denn da dran an dem Schild? Na, hier ist Lagerraum. Achso, wir wollen noch in die Küche. Wir waren schon in der Küche. Ich habe die Säure schon Achso, geholt. na dann, ja, dann links rum, ja, stimmt. Hier ging doch jetzt der, genau, wo die ganzen Fackeln jetzt hier fehlen und so, dann glaube ich. Ach, toll. Der schöne Raum also. Nochmal links, oder? Ja, ich glaube auch. Bam. Ja, das ist... Ja, Oh, ihr... nee. Nee, hier kommt jetzt der... Hier kommt jetzt der. Das ist ein anderer Raum. Echt? Anderer Gang. Nein, keine Ahnung. Was weiß ich denn? Nee, ich bin der Meinung, dass du da lang gemusst hast. Also hier sind wir doch gerade hergekommen, oder? Das ist der Lagerraum. Ich würde am liebsten einfach wieder rennen. Ich bin besser in dem Spiel, wenn ich renne einfach die ganze Zeit. Mach. Also, Nein! Ich traue mich. ich meine, hier ist doch das, wo dann keine Fackeln mehr kamen, oder? Warte mal, hier rechts war eine Zelle. War Ja. da hier überhaupt schon? Ja. Wir waren in beiden Zellen schon drin. Bist
du dir sicher? Nee. Nee, hier waren wir noch nicht. Mach erst die Tür zu, falls es einer Ja. gibt. Weiß man ja hier Immer manchmal schön nicht. laut. 4th of August, 3 von 3. 1839. The nightmares woke me in the early morning, and for a moment I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers, and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb, and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me, and he answered that things can be done, but at a price. Kurze linguistische Richtigstellung. Er hat gesagt, die Kräfte oder so werden ihn devouren. Und im Deutschen wurde ihm vernichten geschrieben. Devouren heißt aber eher aufzehren oder ja, verzehren. Ja. Und ich fand es auch eben, als es hieß, Alexander meinte at a price, und im Deutschen war es zu einem hohen... Oh, da kommt einer. Mach zu, das Ding. Oh, der hat dich gesehen. Scheiße, und hier ist nicht dunkel. Geh in die dunkle Ecke. Oder? Oh, Hat er mich gesehen? es ist zu hell. Ja, und... Ich kann mich hinter der Tür verstecken. Ich sag mal so, wir hören ja kein Terrorradios. Aber die Musik ist noch da. Jedenfalls, und am Ende hieß es ja eben zu einem hohen Preis. Obwohl im Englischen ja nur gesagt hat, zu einem Preis. Ja. Sowas finde ich immer... Ich weiß nicht, ich finde das manchmal ein bisschen problematisch, weil es doch schon die Sache ein bisschen verfälscht. Ja. Ich meine, ich verstehe das, wenn es zum Beispiel bei einer Synchronisation ist und man einfach versucht, die Lippenbewegungen und so weiter, bla bla bla. Aber hier, wo es einfach nur geschrieben wurde, oder wo man es... Stimmt. Da kann man es eigentlich so lassen, wie es auch gemeint ist. Okay, die Musik ist weg. Ist erstmal weg, ja. Guck erstmal so durch die Gitter. Ja, natürlich. Jetzt stoß die Tür auf. Mach ich. War hier links nicht auch noch eben eine Tür? Ah, siehst du? Ist das nicht weg? Alter, können die jetzt mal bitte lassen? Geh lieber in die andere Zelle wieder zurück. Während der... Also. Why? What did I do to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Was? Ja, man Wer geht nicht in brennende Häuser? Was? Allgemein sollte man nicht in brennende Häuser reingehen. Aber Häuser können doch gar nicht brennen. Was ich auch geil finde, die Burg ist ja in Preußen. Ja. 1839. Die haben ja Leute gekidnappt und so, ne? Ja. Hast du die Tür gerade hinter dir nicht zugemacht? Nein. Bist aber auch ein Draufgänger. Heute total. Ich gehe nämlich ganz viel drauf. Oh, da kann man sich auch gut verstecken, wenn man rüberkäme. Jetzt nicht mehr. Ja, also es ist ja in Preußen und die entführen halt Leute. Also Preußen, also die Leute Preußen. Ja. Warum können die alle so gut Englisch sprechen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Einzige, der bisher einen deutschen Akzent so ansatzweise hatte, war dieser Agrippa-Typ. Oh. Hallo. Alter. Mach die Tür hinter dir zu. Weil wer möchte nicht alleine mit einer Leiche in einem Raum sein? Und Öl.
Ah, immerhin. Entschuldigung, aber das brauchst du nicht mehr. Das hätte jetzt doch ich gern. Aber Kerzen haben sie auch immerhin. Ja. Ich glaube, du musst links rum. Geh jetzt einfach links immer an der Wand einfach entlang. Ich meine, irgendwann musst du ja zu diesem Ding kommen. Diese Einwürfe manchmal. Ja. Das muss echt nicht sein. Ist das, also soll das sein, um jemanden... Hier jetzt auch mal? Ja, geht da auch links erstmal lang. Obwohl es da, glaube ich, in den Lagerraum geht, oder? Kann das sein? Sind wir da lang gegangen? Ah, nee, da müssen wir hin. Ja, Zisterneneingang. perfekt. Wir haben noch die Säure, oder? Ah, genau, das ist. Ja, nice. So, warte noch. Nicht, dass du Ja. direkt das Level hier beendest oder so. Oh, shit. Los, durch da. Stell dich auf. Was machst du, Mann? Ich will das aufmachen. Ah! Scheiße! Ich musste. Es ging vorsichtig über das unbekannte Land, sah über eine Schulter zu seinen Kameraden. Der Vorreiter berührte die Krempe seines Hundes wie zum Abschied. Mach erstmal die Lampe aus. Bis zur nächsten Folge. Wir sind echt unscharf, ne? Jetzt sind wir wieder scharf. Oh, Leute. Der sah nicht gut aus. Das sah nicht gut aus. Das passiert, wenn er nicht... Ich habe ganz Zeit F gedrückt. Anstatt... Ja, warum drückst du F? Weil ich panische Angst hatte. Okay. Deswegen sage ich, du sollst nicht die ganze Zeit rumkriechen, dann bist du auch einfach langsam. Leute, bis zur nächsten Folge. Haut rein.